Nicht ich beantworte die Fragen, weil ich möchte, dass es authentisch rüberkommt für Sie, und sondern wir sind hier im Krankenhaus Nordzypern und ich werde die Fragen, die Ihnen zu Hause am meisten brennen, direkt an diese Personen, die dafür zuständig sind. Yes. Meine erste Frage ist, gibt es hier eine Notaufnahme? Do we have a emergency department? Yes, we do have an emergency department which operates 24/7. This is also the same for our hospitals in Kyrenia and also in Famagusta. Okay. Und mit dem Krankenwagen extra Zufahrten direkt zu den Ärzten. So does it have a separate entrance? Yes, the emergency section does have a separate entrance, and it can also be followed by the red line, which is marked throughout the campus on the floor. If you follow the red line, you will come to the entrance of the emergency section. Ich rufe einen Krankenwagen. Wie lange dauert es von der Großstadt bis hierher, dass ich im Krankenhaus bin? When I call for an ambulance, how long does it take for me to get to the hospital? If you are within Nicosia boundaries, it wouldn't take more than 10 to 15 minutes depending on traffic. We also have emergency ambulances in the Famagusta hospital and in the Nicosia hospital, so depending on whereabouts the patients are calling the ambulance from, they will be able to get to the patients within 10 to 15 minutes. Also in Kyrenia. Vielen Dank. Das waren die ersten Fragen. Wir gehen natürlich weiteren Fragen, die Sie zu Hause haben, gehen wir noch auf die Flur. Und da sprechen wir immer mit kompetenten Menschen. Nicht ich beantworte, sondern kompetente Menschen im Krankenhaus werden Ihre Fragen beantworten. Okay, wir sehen uns gleich wieder bei der Frage Nummer 2. Dankeschön. You're welcome. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo wir hier stehen, das ist da, wo ein Mensch, der in Not kommt, ein ausländischer Patient, der sowohl mit dem Krankenwagen, wie ihr seht, oder auch privat kann man hier hingehen und dort ist es genau wie in Deutschland, es gibt eine Notaufnahme. Wenn wir in die reingehen, kommt da ein großer Schalter und wenn Sie von vornherein vorher, bevor Sie in dieses Land kommen, mit Ihrer Krankenversicherung sprechen, und da haben wir die Möglichkeit, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, sodass Sie hier vollumfänglich behandelt werden können. Und meine Frage ist allerdings, wenn jemand reinkommt, hier zur Notaufnahme, dann wird man in Deutschland CTG, Radiologie, eigentlich kennen wir das alles. Ist das alles da? When someone comes to emergency and they need to be handled quite quickly, do you have everything available? MRI scans, CT scans, all the radiological equipment in the hospital? Yes, absolutely. So we have all of the mentioned equipment available in the hospital. I would also like to add that New East University Hospital is the only fully equipped hospital on the island, from the newborn intensive care to the latest technology MRI machines, the PET nuclear CT scan, which is the only one in Cyprus also. So we have all the imaging technologies needed for an emergency case, yes. Okay. Sie sehen, meine Damen und Herren, es bleibt nichts dem Zufall überlassen. Sie haben genau das gleiche wie in Deutschland. Ich denke sogar fast noch mehr. Denn wir werden gleich sehen, wie es dann mit Ihnen weitergeht, wenn Sie hier aufgenommen werden. Das werden Sie in jedem Falle. Alle Untersuchungen, wie Sie es durch Deutschland kennen. Sie müssen nur gar nicht warten. Es wird hier sofort gemacht. Und was dann weiter mit Ihnen passiert, wir gehen jetzt genau den Weg eines Patienten ab. Und natürlich stellen wir uns die zweite Frage jetzt. Wenn ich Medikamente brauche, ich zum Beispiel habe vor 2018 eine Riesenkrankheit gehabt und nehme da ungefähr 12 Tabletten pro Tag. 12 Tabletten pro Tag und das sind Tabletten für Bluthochdruck, für Rest-Lex-Syndrom und für Blutverdünnung hauptsächlich. Hätte ich ein Problem mit diesen Medikamenten? Bekommt die Medikamente hier auch? 1:1? He has many health problems and he wants to know, he takes about 12 different tablets every day. Would he be able to get all these prescriptions from the hospital quite easily? Wollen Sie auch wissen, ob die so von hier vom Krankenhaus aufgeschrieben bekommen können? Ja, normal ist es so, dass das Krankenhaus das verschreibt. Und wenn ich die Tabletten schon nehme und ich habe damit ein Problem, kann ich die Tabletten auch hier bekommen. So could he get prescriptions from the doctors here in the hospital in order to buy these tablets from pharmacies? Yes, absolutely. Our doctors provide prescriptions for every patient, and our patients can use those prescriptions to get their medications. Absolutely, yes. Sie sehen, meine Damen und Herren, vollumgänglich beantwortet. Besser geht's nimmer, oder? This
you can't get any better than this. Jetzt gehen wir Absolutely. weiter und wir werden die nächste Frage von Ihnen beantworten. Wie liegt man hier? Wie wird man behandelt? Und wer behandelt mich überhaupt? Habe ich eine Chefarztbehandlung möglich? Kann ich das machen? Kann ich stationär behandelt werden? Es ist alles wie in Deutschland, oder? Yeah, and so can he also be seen by a professor, by associate doctor, by all the doctors are available in the hospital. He just wants to confirm that, Yes. and he can be checked with such doctors. Yes, absolutely. So all departments have a specialist doctor, an associate doctor, and a professor doctor as well. So our patients can choose what kind of doctor they would like to be examined by, Thank you. of course. Thank you. Nachdem ich meine Krankheit bewältigt hatte, 2018, war ich sehr, sehr lange in sogenannten Reha-Kliniken. Gibt es hier auch Patienten, die direkt von hier in die Reha-Klinik mit überwiesen werden? Do we have a rehabilitation center that one can be sent to if they need rehabilitation services? Can you expand on rehabilitation? Are we talking about orthopedic procedures, physical therapy? Meinen Sie Physiotherapie oder Also ich zum Beispiel habe einen Schlaganfall mit Hirninfarkt gehabt und bin darauf in eine Reha-Klinik gekommen, fast 1,5 Jahre. when he had a stroke, he was in a rehabilitation clinic in order for 1.5 years in order to help him get on his feet again. Do we have such a service? We do have inpatient services, which are in the hospital wards. I believe patients can stay up to however long they want until they feel they have recovered enough to leave the hospital. So yes, we can provide such services. Wir können das einplanen. Mhm. Man kann, wie lange man möchte, in Ja. ein Krankenhaus bleiben. Okay. Durch das Laufen wieder Das lernen. Reha-Programm ist, wir haben in Birne eine andere Abteilung, was für ältere Leute ist, Mhm. die ist für Leute in Rente oder ganz alte Leute, die bekommen einen besonderen Service in Kenia. Und Okay. falls man Rehabilitation braucht, dann das kann geplant werden. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wir hören, fehlt uns gar nichts. Im Gegenteil, ich habe es besser als bei uns zu Hause. Hier müssen Sie nicht warten, hier werden Sie direkt weitergeleitet. Und ich musste damals das Laufen nur lernen und dergleichen mehr. Auch das ist alles hier möglich. Und das finde ich ganz fantastisch, wenn Sie hier eine Immobilie kaufen oder sie für Investitionszwecke anschaffen. Egal, ob Ihre Gäste hierher kommen, ob Sie selbst hierher kommen, ob Ihre Familie kommt, Sie sind krankenhaustechnisch gut versorgt. Genau deswegen sind wir hier. Ich sage es Ihnen nicht, sondern kompetente Menschen. Sagen Sie mir auch ganz kurz, mit wem sprechen wir jetzt? Würden Sie sich direkt mal vorstellen? Could you just introduce yourself and what your position is in the hospital? Yes, absolutely. My name is Alev Deshamajile. I'm an international patients consultant. I have been working here for almost 2 years now, and we deal with patients' inquiries from beginning to end. So I am one of the coordinators in the office, and within the International Patient Centre, we have 6 coordinators. And we're very happy to help patients from the start of their journey to the end. Sie sehen, nicht ich, sondern kompetente Menschen. Vielen Dank. Wir gehen jetzt den Weg eines Patienten weiter und stellen dort unsere weiteren Fragen, denn dann wissen unsere deutschen Gäste und vor allen Dingen auch holländischen, österreichischen Gäste, russischen Gäste, alle, die wir in unserer Community haben, dass sie ganz genau Antworten auf ihre Fragen bekommen. Denn das ist mir jetzt für mich sehr wichtig. Also gehen wir jetzt weiter. Erstmal bis hierhin vielen Dank. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute das besondere Vergnügen, eine Frau Dr. dieses Krankenhaus kennenzulernen und die hauptsächliche Frage unseres deutschen Publikums zu stellen: Wie sieht die ärztliche Versorgung auf der Insel Nordzypern aus? Wie würden Sie sie betrachten? Was würden Sie dazu sagen? Was würden Sie meinen beim Publikum erzählen, wie die ärztliche Versorgung Nordzyperns aussieht? Buradaki sağlık akımının ne seviyede olduğunu ve nasıl bir seviyede olduğunu soruyor. Bunu Alman müşterilerine sunmak istedim. Hastanemiz tıbbın son teknolojilerini kullanan bir hastane. Kalitede ve akreditasyonla ilgili bilgileri yönetimden alabilirsiniz ama dünyayla eşdeğeriz. Wir sind gleich mit ganzer Europa, mit ganzer Welt. Sie können unsere Akkreditation, unsere Zertifikate, Sie haben die schon vorne gesehen.
bekommen, aber wir sind voll technisch auch bereit, für alle gesundheitlichen Probleme eine Lösung zu finden. Auch alle Medikamente, die in Deutschland verschrieben werden? Bütün yazılı gelebilir, alabilirler mi şeylerini, the medicines, İlaçlarını. ilaçlarını, Neyin ilaç? bütün yani eğer bir hastalık varsa her şeyin tedavisi burada olur mu? Yani ilaçları şey olarak prescription, reçete olarak alabilirler mi ilaç? Hochdruck, Bu hastanede Reflexsyndrom. reçete alınır mı yani onu O soruyor. hastanede rahatsızlığı olan her hastaya tabii ki reçete yazılır. Eczanelerden tabii ki temin edilebilir. Evet. Yani tüm branşlar her konuya hakim olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki. Wir können für alle Abteilungen, so alle Abteilungen ist bereit für jede Krankheit und auch für die Medikamente, man kann beschrieben bekommen Ja. und das ist überhaupt kein Problem. Wir Auch haben hier alles erhältlich. in, Ja. wie bitte? Die kann ich auch hier in der Apotheke. Ja, und dann Ja. man bekommt sein Ein Rezept ja. und dann kann man zum Apotheker gehen. Wunderbar. Gar kein Problem. Seit 2018 habe ich eine schwerwiegende Krankheit gehabt. Arteriosklerose habe ich. Ich habe einen Schlaganfall mit Hirninfarkt gehabt. Wäre ich hier genauso behandelt worden wie in Deutschland? 2018'de bir şey oldu, stroke. Stroke. Oldu ve was ist Ihre Krankheit? Arteriosklerose, also Arterioskleroze diye bir Evet. hastalığı varmış. Yani burada Evet. tedavisi, Evet. bakımı, her şey olur mu diye soruyor. Nöroloji uzmanımızla görüşmenizi öneririm. Onlar size yardımcı olurlar. Yani peki, Belki gerekli radyolojik tanılar tekrar bakılabilir, tetkikler tekrar yapılabilir. Eminim arkadaşlarım size yardımcı olurlar. Sie können gerne zu unserer Neurologie-Abteilung gehen Ja. und dann bekommen Sie alle Untersuchungen von den Neurologen. Ja. Wir haben auch Professor, Doktor und dann natürlich könnten Sie behandelt werden. Fantastisch. Sizi iyi gördüm zaten, iyisiniz. Sie sehen gut aus. Ich habe wunderbare